Ja, liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, mein Gruß auf diese Art und Weise. Wir werden einige von Ihnen sicherlich in Präsenz erleben, aber der Studienabschluss ist jetzt schon ein bisschen her. Die Einschränkungen im Augenblick im Reisen sind immer noch gegeben und man muss natürlich auch ein bisschen auf die Kosten achten. Wir wissen also, dass wir nicht alle von Ihnen am 26.11. in Magdeburg begrüßen können und deshalb auf diesem Weg. Hier in der Bibliothek haben Sie sicherlich auch so manche Stunde in Ihrem Studium verbracht. Am Ende hat es ja auch Erfolg gebracht. Sie haben Ihren Studienabschluss, ob auf Bachelor- oder Master-Ebene. Sie haben promoviert und Sie haben uns vielleicht verlassen, vielleicht sind Sie auch noch da, dann haben Sie einen kurzen Weg. Wir wünschen Ihnen für die jetzt anstehenden Entscheidungen, sofern Sie sie noch nicht getroffen haben, ein gutes Händchen, viel Erfolg und vor allem auch viel Spaß beim Einstieg ins Berufsleben. Die Chancen haben sich für Sie in den vergangenen Jahren ja kolossal verändert. Wir wissen, dass wir als Arbeitgeber attraktiv sein müssen, fordern Sie das auch ein bei denjenigen, wo Sie mal angeklopft haben und gesagt haben, ich stehe für Sie hier zur Verfügung. Wir haben fantastische Möglichkeiten und da können wir eigentlich nur die Daumen drücken und auch hoffen, dass das, was wir Ihnen hier mitgegeben haben, tatsächlich auch ein Stück weit hilft und passt. Und geben Sie uns ein Feedback. Denn das ist notwendig. Wir müssen die Studienprogramme gerade in der Dynamik, die wir im Augenblick haben, weiterentwickeln. Wir wissen nicht genau, was tatsächlich in den kommenden Jahren gebraucht wird. Geben Sie uns dazu bitte eine Rückmeldung. Wir haben Formate, in denen wir das dann einpreisen können. Wir haben ein Geschenk für Sie, das wir Ihnen übergeben oder zusenden. Und das ist ein Kompass. Und was könnte besser helfen in den Zeiten, in denen wir doch ziemlich irritiert nach draußen schauen, was so auf der Welt passiert. Wir sind Teil, wir gestalten sie mit und da ist Orientierung sehr, sehr hilfreich. Es ist also symbolisch zu verstehen, selbstverständlich. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute, privat, beruflich. Machen Sie was draus und bleiben Sie uns, Ihrer Alma Mater Otto von Guericke Universität, verbunden. Ach, mein erster Tag an der Uni, da war ich sehr aufgeregt. Für mich war nicht nur Masterstudium an sich neu, sondern ein Studium im neuen Land. Die ersten Wochen haben mir sehr gut gefallen, weil die meisten anderen Studierenden extra für den Master nach Magdeburg gezogen sind. Und so waren wir gleich eine kleine Gemeinschaft, haben super viel zusammen gemacht, viele Veranstaltungen besucht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war wie so eine Schulklasse, aber mit Leuten, die sich für ähnliche Dinge interessieren. Man lernt erstmal diesen ganzen Unicampus zu kennen. Das war ziemlich cool und die ganzen Leute, Eindrücke, so was ist wo. Es war auch erstmal ziemlich verwirrend, aber es war schon cool. Und dann halt das Barhopping, du gehst von Bar zu Bar, der Bierbachelor. Das war eine ziemlich gute Zeit. Ich habe mich ein bisschen verloren gefühlt, ehrlich gesagt, erst. Ich glaube, es geht aber allen so. Und hatte ganz doll Angst, dass ich keinen Anschluss finde oder sowas. Natürlich im Endeffekt total unbegründet war. Aber man fuchst sich da ziemlich schnell rein, finde ich. Und dann fühlt man sich eigentlich schon ab Woche 3 wie ein Profi, finde ich. Also mein erster Eindruck zum Campus war erstmal so, wow. Also ich war erstmal total überwältigt, dass das alles so, dass ich jetzt ein Teil von diesem ganzen Ding bin, weil man kommt aus der Schule, du hast immer so Lehrer so, ja, Uni hier, Uni da. Und das dann erstmal so zu begreifen, dass man jetzt selber ein Teil davon ist, das war erstmal so auch echt gut. Zu wissen, dass man hier die nächsten 3 Jahre verbringen wird, das war schon sehr spannend auf jeden Fall. Warum ich mich für das Studium in Magdeburg entschieden habe? Die Stadtgröße fand ich perfekt fürs Studium. Nicht so klein, nicht so groß, sehr, sehr cozy. Die Stadt ist groß genug, dass man viel erleben kann, aber eben auch so klein und lauschig, dass man viele, viele Menschen trifft und auch ganz schnell irgendwie untereinander connected ist. Also Magdeburg verzaubert nicht sofort, aber es erobert dich Stück für Stück und das war bei mir total der Fall. Also ich habe Magdeburg total lieben gelernt und mich total wohl hier gefühlt und bin ziemlich froh, dass ich hier gelandet bin. Die schönste Erinnerung an mein Studium sind wirklich meine Kommilitonen und Kommilitonen. Wir haben sehr viel zusammen gemacht und es gab in meinem Studiengang auch immer sehr viele Veranstaltungen. Es gab Workshop-Reihen, es gab eine Weihnachtsfeier, es gab eine Sommerfeier und so sind sich halt auch Lehrende und Studierende konnten sich dann auch mal außerhalb des Studiums kennenlernen. Meine schönste Erinnerung an das Studium ist wahrscheinlich der Moment, wo ich fertig war, wo ich mein Zeugnis hatte. Du hast immer so dieses Ziel, dieses Bachelorzeugnis. Du willst einfach nur deinen Abschluss haben, so dieses BSC vor deinem Namen zu haben auf LinkedIn und überall so. Meine schönste Erinnerung an das Studium
Ich glaube, eine davon ist definitiv die Feier von unserem Studiengang, der 15 Jahre alt geworden ist. Alle sind zusammengekommen, wir hatten eine lustige Talkshow und danach konnten wir richtig feiern und auch tanzen und ja. Also eine Feier, die ich nicht vergessen werde. Die MEBI, also Medienbildungs-Weihnachtsfeiern, waren immer sehr glühweinhaltig, aber auch immer sehr schön und lauschig, weil es eben so ein kleiner Studiengang ist. Und ansonsten, naja, also ich meine, jeder wird sich doch an irgendeinen legendären Abend in der Baracke erinnern, oder? Eine Party, die ich nie vergessen werde, das war wahrscheinlich die Glühweinfeier 2020 ungefähr. Das war die letzte Party, die bevor Corona wirklich losging. Also die Party ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil ich dann erstmal lange darauf verzichten musste. Und allgemein, man trifft halt so 1000 Leute von der FIN, von anderen Fakultäten, die man so kennenlernt. Das ist halt dann irgendwann wie so ein Dorf, die Baracke. Also jeder kennt einfach jeden, das ist einfach gut. Was ich meinen Eltern von der Studienzeit nicht erzählen darf, wohl, dass ich um 4 Uhr nachts aus der Baracke alleine nach Hause gegangen bin. Das würden sie nicht unbedingt feiern. Meinen Eltern darf ich nie vom Studium erzählen, wie wenig ich manchmal in Vorlesungen aufgepasst habe. Also wir haben zum Beispiel immer so, ich weiß noch in Mathe 1, da sind wir immer zu Subway gegangen und haben uns dann so Brötchen geholt und haben dann einfach die ganze Mathe-Vorlesung eigentlich nur gegessen. Was sollte ich meinen Eltern nicht vom Studium erzählen? Hätten sie sich wahrscheinlich die Haare gerauft, wenn sie gesehen hätten, wie wenig ich für meine Informatikklausuren gelernt habe, was man im Endeffekt dann auch bei den Ergebnissen gesehen hat. Aber ansonsten glaube ich, dass jeder Step, den ich irgendwie gemacht habe an der OFGU, richtig war. Mein Lieblingsplatz auf dem Campus ist es wahrscheinlich hier in der Fakultät für Informatik. Das ist die Kaffeebar. Ich finde einfach, Christian ist der perfekte Barista. Er ist super freundlich, man kann sich immer unterhalten und der Kaffee schmeckt einfach großartig. Mein Lieblingsplatz auf dem Campus ist die kleine Dachterrasse auf der Bibliothek. Und auch hinterm G40, wenn man da rausgeht, ist es echt schön. Und wenn man noch ein bisschen weiter geht, über den Parkplatz, ist da ein kleiner Garten. Das würde man überhaupt nicht erwarten. Der heißt Magdegrün und ich kann euch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Mein Lieblingsplatz auf dem Campus ist definitiv die Uni BIP. Wenn man so über den ganzen Campus sozusagen schauen konnte und dann auch mal während dem Lernen so ein bisschen Leute beobachten konnte, das hat immer viel Spaß gemacht. My favorite place in campus is near Bibliothek. So there is a statue of Archimedes. So we really enjoy talking to him, although he is a statue. So what we really enjoy there, we hang out over there with friends and we have a Mensa around there. So it was really nice. Mein Lieblingsplatz in Magdeburg, da ist der Stadtpark meines Erachtens einzigartig. Ein Ort, wo man entspannen kann, sowohl aber auch joggen gehen kann, essen oder Volleyball spielen. Mein Lieblingsplatz in Magdeburg ist der Wissenschaftshafen. Ich finde, der Wissenschaftshafen ist einfach so das perfekte Paket. Du hast Natur, du bist direkt am Wasser, du kannst dort alles machen, du kannst dort laufen gehen, du kannst longboarden. Fotografieren kann man richtig gut, es sind dort Lost Places. Vor allem auch in der Nähe ist es ein super Ort zum Abschalten. Der schönste Platz in Magdeburg allgemein ist auf jeden Fall die Hubbrücke für mich. Da kann man über sozusagen die Elbskyline gucken und wenn man sich da abends mit einem Bier hinsetzt. Definitiv der Nordpark, weil es immer extrem viel Spaß gemacht hat, mit den Freunden da zu grillen und Flunkyball zu spielen. Mein Lieblingsplatz in Magdeburg ist definitiv die Herrenkrugbrücke. Da hat man einfach wunderschöne Aussicht auf die Elbe. Ich nehme aus dem Studium für mich mit oder auch für mein Arbeitsleben mit, dass ich viel Selbstbewusstsein eben erlangt habe. Ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt und habe irgendwie auch so ein kleines Netzwerk jetzt irgendwie in Magdeburg. Aus der Uni nehme ich vor allem Selbstverantwortung in mein Arbeitsleben. Ich finde, studieren kann eigentlich fast jeder. Ich finde, du musst nicht super die Intelligenzbestie sein, aber ich finde, man muss sich halt selber verwalten können. Du musst sagen können, ja okay, gut, heute lerne ich und dann muss ich jetzt halt 5 Stunden für irgendein Fach Hausaufgaben machen oder lernen oder sonst irgendwas. My learnings from the university was professionalism, means from amateur to a professional. There's a huge difference from being a student to a professional researcher. I learned a lot from them, so I'm taking professionalism and studies and experiences from them. Aus dem Studium fürs Arbeitsleben nehme ich mit, dass es komplett okay ist, wenn man Sachen nicht direkt versteht, wenn man die nicht ad hoc versteht und dass man auf jeden Fall, wenn man sich ransetzt, die dann irgendwann verstehen wird und lernen wird. Mein Rat an Studierende ist einfach auf neue Erfahrungen sich einlassen und neue Sachen ausprobieren und nicht viel zu stark an den eigenen Plan halten. Lasst euch auf Magdeburg ein. Es gibt hier vieles, was noch nicht passiert ist. Also engagiert euch, probiert Dinge aus, genießt die Parks. My advice for newcoming students is just enjoy Magdeburg. It's having fresh air. Just don't worry about your studies. Just enjoy it and just do some studies at the evening when you have time. So nothing much, don't get pressure and just enjoy life in Magdeburg.
Mein Rat an die Studierenden von heute ist es, das Studium nicht zu ernst zu nehmen. Es ist nur ein Abschluss und es ist nicht sinnvoll, seine mentale Gesundheit für einen Abschluss zu riskieren und sich zu überarbeiten. Und ich finde, es ist sinnvoll, einfach mal vielleicht 1, 2 Fächer pro Semester weniger zu machen, wenn man dafür keinen Burnout bekommt. Mein Tipp an die zukünftigen Studierenden ist, dass wenn Präsenzunterricht an der Uni stattfindet, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist etwas, was man genießen muss. Mein Rat an alle Studierenden von morgen ist auf jeden Fall, bringt euch auf dem Campus ein. Es gibt so viele tolle studentische Initiativen und ich habe es viel zu spät erst mitbekommen und habe mich selber erst ganz spät beim Uniradio engagiert. Aber es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, ja, die eigenen Ideen irgendwie auch auf den Campus zu bringen und den Campus mitzugestalten. Und deswegen würde ich auch immer sagen, studentische Initiativen suchen oder Sportkurse oder irgendwas, was eben die OFGU in seiner Vielfältigkeit ausmacht.